and my son still can't get into the disco. Came here some 30-odd years ago, and my son still can't get into the disco. I fought and fled, protested and bled. I tried to integrate, even German wed. Cajoled and prayed, I got damaged, and I paid. Is it really the black skin of which you are afraid? And my son still can't get into the disco? Germany has changed since way back when. People getting bolder, but the skin sure is thin. I learned to walk and talk differently, but is that really a part of the real me? A bit of pride stirred into the multi-mix. I'm singing black soul, but the rednecks, they use it for kicks. And my son still can't get into the disco. Refugees and immigrants, hey, they keep flocking in. Ain't but a few brave fools complaining. Hamburg's patience is wearing thin. Hey, but racism is still an old-fashioned sin. Respect ain't nothing but a word, and aggression is getting everybody stirred. And my son still can't get into the disco. Jobs real scarce and the rent's real high, and I'm watching these times with a weary eye. Few black men are in the industry, and on Facebook, NSA is watching me. The neighbors suspiciously judging the next star to be. But my son still can't get into the disco. He's born here, educated and class raised. He's light brown, body trained, well made. The language is his own, the culture too. But hey, they used to put us in the zoo. Yep, I've been living here almost 30 years ago, and my German-born son still can't get into the disco. Brava. Wow. Leider, leider, leider habe ich neulich auch ein Video gesehen mit versteckten Kamera, dass jemand mit brauner Haut in Deutschland nicht in ein Disco reinkommen könnte. Und er hat gefragt, wieso? Er hat perfektes Deutsch wie dein schönes Gedicht. Claire, dein Sohn spricht hier geboren, spricht perfektes Deutsch, can't get into the, darf nicht in die Disco gehen. Und in diesem Video, er fragte, wieso darf ich nicht rein? Er sagt, Europa is for white people, Africa, black people are apes, sind Affen. Immer noch. Wow. Gott sei Dank, ich glaube, wir leben noch in Deutschland, besonders in der schönen Stadt Hamburg, weil wir wissen, dass diese Meinung und Leute mit solchen Meinungen sind in der Minderheit. Aber manchmal, ne, wie nicht so lange ago History, ist leider diese Force, diese Kraft, die gefährlich ist. Ne? Yeah. Yeah, like I said, I mean, you know, it's still an undercurrent. There's still this, and a lot of it comes from fear. A lot of it comes from ignorance, you know. Ignorance. The more you get to know people who are different from you, the less frightening they are. The more positive images you see of people unlike you, the less scary they are. Let's talk about that for a moment. I've been in Germany also a long time. And I've been very, very excited about watching the movement of the media for television, for example. I don't have TV in my home. Ich habe kein Fernsehen bei mir zu Hause, aber ich weiß, dass solche Shows wie Bill Cosby, Everybody Hates Chris und solche Programme mit Leuten mit African American Heritage. Bill Cosby war der erste Show, das hat gezeigt, dass zwei Eltern, die leben zusammen, die sind verheiratet, die haben die gleiche Mutter, die 5 Kinder haben die gleiche Mutter und Vater. Der Vater ist Arzt, die Mutter ist Anwältin. Yeah. Genau. Everybody Hates Chris. Vater, Mutter, 3 Kinder, also
Middle Class, beide müssen arbeiten, also keine Universität, Certificate oder so. Der Vater hat immer mindestens 2 Arbeit und die Mutter ist manchmal zu Hause und manchmal arbeitet sie. Aber dieses Bild zu zeigen, ist sehr spät, erst ab 1980, 1990 im Fernsehen gekommen und langsam in Deutschland mit der deutschen Fassung. Und es ist echt ganz, ganz toll. Aber wie du sagst, überwiegend sind die, oder was wir beobachtet haben, negative Bilder. Was passiert in der Nachricht oder in Filmen, sind die meisten Kriminelle oder höchstens ein Polizist. Na, aber, na, und ja, es ist so. Also, was können wir dazu tun? Natürlich dein Harriet Tubman Programm, um zu zeigen, wer die Geschichte nicht weiß, kann nicht wissen, wo man hingeht. Für mich, die Bilder im Fernsehen zu sehen, sind sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich leider eine Ausnahme in Deutschland mit Kindern mit afrikanischer Herkunft. Oft ist entweder die Mutter deutsch oder der Vater deutsch, aber meistens ist die Mutter deutsch und der Vater von Afrika. Ja. Und entweder war das einfach ein aus Versehen sozusagen. Es gibt Geschichten, wo ein afrikanischer Mann ist nach Deutschland gekommen, hat studiert und dann ist zurück nach deinem afrikanischen Land und wusste nicht, dass die Mutter schwanger war. Und dann hält die Mutter diese Informationen fern, also weg von der Vater. Das ist auch ein Teil davon. Es gibt Gott sei Dank einen Teil davon, die zusammenbleiben, aber oft sind getrennte Eltern mit so vielen Leuten mit afrikanischer Herkunft, African Americans, Afro-Deutsch, Afro-French. Und ich glaube, die gucken zu Amerika für dieses Say it loud, I'm black and I'm proud. Und läuft das. How do you see it here? Wie ist es? You've been here 14 years. Yeah. Fast 15 Jahren. Gibt es einen Unterschied zwischen damals, wenn du erstmal gekommen bist, und jetzt in normalem Leben, wenn du einkaufen gehst oder unterwegs bist? In what way? I'm not sure. Yeah, when you came here the first time, you know, I'm sure you had a different experience as to how it is now, 15 years later. Do you see any major differences, or is it the same? Interpersonally, yes and no. I mean, you know, well, yes. In the last, I'll say, 3 years, things have gotten a little more tense with the refugee crisis. I think people are really afraid. So, you know, and again, not looking 100% African or whatever. People look at me 2 or 3 times. But, you know, in the grand scheme, the German people are very warm and curious. And open. I mean, you know, Hamburg is a port city, so they've seen, you know, hundreds of different types of, you know, as probably as many different types of cultures on the planet. Ich glaube, mit seiner Beobachtung, mit die richtig wachsenden Summe von Asylanten, Bewerber und Refugees. Ich hätte das Wort im Kopf. Was ist das auf Deutsch? Flüchtlinge. Flüchtlinge, ja. Genau. Aber wie du so schön sagst, Deutschland ist eigentlich, weiß viele Leute in der Welt nicht, eine von den größten Teil, die spenden am meisten für alle möglichen Sachen. Deutschland ist hoch da oben, die erste 3 oder 2, wenn die spenden für solche Situationen. Die sind echt auf die Karte für Hilfe für solche Situationen. Natürlich ist es ziemlich viel geworden. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja, also es ist echt schwer für Deutschland jetzt. Und dann sieht man viele andere Leute und erstmal guckt man und entspannt man, wie du sagst, ach, du bist Amerikaner oder ach, du bist doch ziemlich lange hier, du sprichst diese Sprache. So es ist nicht nur also für mich war ich, wie gesagt, 4 Kinder mit fast 3 unterschiedlichen Dekaden. Es ist nicht mehr eine schwarz-weiß-Sache, sondern eine menschliche Herausforderung. Ja. Aber ja, leider müssen wir ein bisschen weiter, weil wir haben zufällig dieses Haut und unsere Erfahrungen teilen wir gerne, so dass ein bisschen mehr Verständnis in unserer Welt ist. How is it, Elaine, when you're in a classroom situation and you're teaching and you walk in your first day? How is that?
Ich kriege mehrere verschiedene Sachen zu hören. Ich bin sehr farbenfroh. Ich sehe mich nicht wie eine normale Lehrerin an, aber ich habe sehr viel Energie und ich habe auch sehr viel Wissen und sehr viel Lebenserfahrung. So viele Komplimente. Hast du, also, du hast nicht das Gefühl gehabt, ach. Ich kriege auch Herausforderungen. Männer versuchen mich, ja, weißt du, was du sagst? Hast du Kenntnisse? Bist du gebildet? Da muss man einfach zeigen, was man drauf hat. Das ist ziemlich eine Herausforderung für Frauen überhaupt. Ja. Ja, wir sind immer noch weniger bezahlt mit unserer gleichen Arbeit und so. Aber bist du dir sicher, dass es wegen deiner Hautfarbe ist, dass die so sind? Zum Teil ja. Natürlich, was du gesagt hast, als Amerikanerin habe ich Pluspunkte. Na? Ich spiele diese Karten noch voraus. Ich bin hier schon lange. Ich bezahle meine Steuern schon lange. Meine Kinder sind in der Mittelschicht aufgewachsen. Ich gebe diese Karten ziemlich glatt auf den Tisch. Meine Kinder sind in die Privatschule gegangen. Wir sind nicht alle gleich. Und it's not where you came from, it's where you're going. So, ich habe meinen Kindern eine bessere Zukunft gegeben. Jetzt zeigen die, was die drauf haben. Mein Sohn hat ein 1,3 in seiner Masters in Computer Engineering, in einem Fach, die ich gar nicht so aussprechen kann. Und macht seinen Doktors jetzt in der Uni und gleichzeitig macht einen Computerchip, der selbst wächst, der selbst denkt und erwachsen wird. Also er ist auch ein Erfinder. Ja, er ist ein Erfinder. Inventor. So, es gibt viele Beispiele, die ich auch meiner Schulen hier beibringen kann, von was wir sind, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Hat deine Kinder irgendwelche Herausforderungen wegen Hautfarbe? Mein Sohn wurde ständig wegen Drogen und ja, wie sagt man, untersucht. Ja. Ja, das. Und einmal habe ich gehört, mein jüngster Sohn, der ist so ein bisschen deine Hautfarbe, Vater Deutsch. Ich hörte auf dem Spielplatz, wo einer sagte, warum wäschst du dich nicht? Wäschst du dich nicht? Wow. Und Mama... And how do they deal with it? Ich hatte mehrere Situationen, ich erzähle auch was gleich. Wie war das denn danach? Mein ältester Sohn ist sehr diplomatisch, sehr unsichtbar, sehr diplomatisch, sehr deutsch. Mein jüngster Sohn ist ein bisschen wie ich, Schauspieler, Clown. Und der fing an über Mama, deine Mama und was weiß ich. Also Reaktion. Wow. Ja, also, ja, ich habe es zugelassen. Tut mir leid, das ist eine Art, sich zu behaupten. Erst später habe ich gesagt, naja, die Mutter, no, das muss mir nicht. Ne? Aber am Anfang habe ich gesagt, sag, wie du damit zurechtkommst. How did you prepare your children for what you knew was coming? Wie hast du die vorbereitet für was du wusstest, was auf den zukommt? Ich habe dem Black Stolz gegeben. Die Geschichten, Film, Kunst, afrikanische Kunst, das Haus gefüllt mit Blackness. Genau, so habe ich das auch gemacht. Also du hast Kleine, der langsam auch, du hast einen älteren Sohn auch. Ja. Ich glaube, er ist auch ziemlich gut integriert. Diese Themen können wir, also ich glaube, wir machen ein Part 2. Ja. Nächsten Monat, wir checken die Dates. Okay, ich wollte aber auch dazu sagen, das ist das erste Mal, dass ich ein paar Sachen von meiner persönlichen Erfahrung, mein Sohn, fast 18, neulich in der Nähe von, glaube ich, Hallerstraße in Hamburg, wartete mit einer anderen Afrodeutsche auf seinen Kumpel, der noch nicht zu Hause war. Eine deutsche Frau kommt auf den zu mit ihr Hund, mit einem Licht auf ihren Kopf, in das Kindesgesicht. Was macht ihr hier? Ich werde eure Gesichter merken. Ich sage, was? Wow. Hallo? Und dann hat er gesagt, ich rufe die Polizei. Was ist das? Die Kinder haben gesagt, wir warten nur auf einen Freund. Ja, ich rufe die Polizei. Ich sage, dann ruf die Polizei. Oh. Sie hat die Polizei angerufen. Sie hat ihr Finger in der eine junge Manns Gesicht und er hat es weggefegt. Sie hat
eine Anzeige angefangen. Mein Sohn musste als Zeuge dahin. Natürlich waren alle Charges gedroppt, weil sie dürfte erstmal sagen, du hast mich gehaut. Aber wenn jemand mündlich beleidigt ist, ist das illegal. Und das war nur für ein paar Monate. Wow. Aber genau das habe ich getan für meine Kinder. Überall siehst du Bilder von Leuten mit afrikanischer Herkunft, Afrika, Ebonies, alles möglich. Meine erste Generation durfte Taschengeld erst verdienen, indem die abgeschrieben Geschichte. Die dürften keinen Fehler, Rechtschreibfehler oder sowas machen. And that's what I'm just saying to our people of African descent. If you have children, please just give them the opportunity to learn about their own history so that they don't have this reverse hatred for the ignorance of people of African who are not of African descent. And what I would love to do, my sister, is just thank you, Elaine Thomas, for being here today, for sharing your experiences. What was your first name, Toni? I loved your whole name. Yes. Larkin Anthony Potts is my full name. Larkin Anthony Potts. Are you, are one of your ancestors' names named after, are you named with the Larkin? Where did that come from? Where did that, you know what, I'm embarrassed That's to history say. for the next time. Yeah, exactly. Well, I'm not everybody sure. knows my name is Love. Yes, my grandfather's name on my father's side was Love. That was his first name. His last name was Newkirk, probably Nuyekirch, and it could be Dutch background or South African. We don't really know. But Elaine, you are such a wonderful poetess, and I would love for you to, end the show with one of your poems. So thank you so much for watching once again Africa Outlook. And we will be back again with part 2 of the African American experience in Hamburg. God bless you, and thank you for being here. Treat me like I'm human. Behandle mich einfach wie ein Mensch. Treat me human. My cause is your cause. My hope is our hope. For dreams are coupled passionately when goals are common destiny. So treat me human when misunderstandings arise. Treat me human when cultural differences surprise. Treat me human even though I don't look like you. Treat me human 'cause it's the human thing to do. Don't justify fear with a skeptic scorn. For out of a mother's womb, we all are born. Don't over-criticize small inadequacies. Teach me gently, with knowledge, compassionately. Reach out to me in troubled times. Share the challenges with an open mind. Be angry when anger is just, and tell me honestly, but only if you must. Laugh with me when times are sad, and hug me strong when times are bad. Trust our path when we cross. Be my friend, but not my boss. Don't abuse me when I'm being good. Just treat me like you know you should. My cause is your cause, and my hope is our hope. For dreams are coupled passionately when true goals are common destiny. So treat me human. Blood runs in all veins. Treat me human, let kindness sustain. Treat me human, in all honesty true. Treat me human, though I might not look like you. Treat me human, 'cause it's the human thing to do. Wow, thank you so much. Wonderful. Thank you, Mom. Thank you.